Hallo allerseits. Zur Abwechslung mal wieder ein Unboxing-Video über eine faszinierende Smart Home Lösung. Diesmal geht es um das modulare LED-Lichtpanel-System Shapes der Firma Nanoleaf. Dieses System gibt es seit dem Sommer 2020 mit hexagonförmigen LED-Panels. Im November folgten dann die ersten Starter-Kits mit dreieckigen Panels und machten mich langsam wirklich neugierig. Kurz vor Weihnachten habe ich mich dafür entschieden, mir so ein Beleuchtungsset einfach mal zu kaufen. Und als Ergänzung habe ich mir noch eine Packung mit 3 Hexagon-Panels gekauft. Und schließlich noch eine mit 10 Mini-Dreiecken, die allerdings im Lockdown kurz vor Weihnachten sehr schwer erhältlich war. Fündig wurde ich dann in einer Münchner Bauhausfiliale, die mir dieses Mini-Triangle-Set erfreulicherweise nach Hause liefern konnte. Ob ich das Nanoleaf Shapes Lichtsystem letzten Endes in meinem Büro oder in meiner Wohnung nutzen werde, weiß ich allerdings noch nicht. Ich fange jetzt mal mit dem Auspacken des Triangle Starter Kits an. Aktuell gibt es dieses wahlweise mit 4, 9 oder 15 Dreiecken. Ich habe mich für das 9er Set entschieden, das einen Listenpreis von knapp 200 Euro hat. Das Starter Kit mit 4 Dreiecken kostet ca. 100 Euro und das 15er Starter Kit gibt es für 300 Euro. Bei den Hexagon Starter Kits sieht es ähnlich aus. Das kleinste Kit besteht hier aus 5 Panels und kostet 130. Die beiden anderen Kits haben aber wieder 9 bzw. 15 LED-Panels für 200 bzw. 300 Euro. So, hier haben wir jetzt zunächst die 9 Dreieck-LED-Paneele. Dann einen kleinen Karton, ein Steckernetzteil, ein paar Unterlagen, Steckdosenadapter für das Netzteil und diverse Kleinteile. Das Netzteil kann hier mit dem internationalen Stecker als Anschluss verbunden werden oder mit unserem typischen für Deutschland. Dann gibt es hier in der Verpackung, in der kleinen Verpackung, die Anschlusseinheit als Bedienpanel. Dann auch gleich mal ein Blick in die mitgelieferten Unterlagen. Das ist jetzt hier einfach mal eine kleine Übersicht, wie man vielleicht diese Dreiecke alle so anordnen kann. Und dann eine Quickstart Kurzbedienungsanleitung. Das Heftchen hat ziemlich viele Seiten. Wie viel kann man leider hier nicht sehen. Aber ich sehe schon, das ist wieder in viele verschiedene Sprachen geteilt. Und deshalb wird es dann für jede Sprache relativ kurz sein. Die deutsche Anleitung, mal schauen, wo die kommt. Die kommt an 4. Stelle. Die schauen wir uns jetzt mal an. Das war die englische zuerst. Jetzt sind wir bei der deutschen Anleitung. Was die Box enthält als Inhalte, wie das ist mit dem WLAN, Frequenzbereich, dass dieses System nur bei 2,4 GHz arbeitet und nicht bei 5 GHz, leider. Das war es aber auch schon wieder mit der deutschen Anleitung. Man muss wohl diese Bilder hauptsächlich interpretieren, die ich jetzt hier einfach mal nochmal zeige. Das meiste ist aber im Internet zu finden. Ich habe da schon mal einen Blick reingeworfen. Da gibt es auch eine schöne Videoanleitung. Das eigentliche Herz dieses Systems sind diese LED-Panels, diese Dreieck-Panels mit einer Kantenlänge von 23 cm. Dann gibt es hier diese Linker als Verbindungsstücke für weitere Panels. Man kann die also hier und hier anbringen. Man kann dann die Dreiecke
versetzt oder so anbringen und man kann auch dann später die Ergänzungssets hier mit anbringen. Das zeige ich jetzt auch danach dann. Dann gibt es hier noch Klebepads, mit denen man diese Halterung für die Wand anbringen kann. Und das ist jetzt hier diese Wandhalterung, die kann man hier jetzt abziehen mit sanfter Gewalt. Die kann man entweder kleben, hier mit diesen Powerstrips oder so ähnlich wie Powerstrips. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff geschützt ist. Und man kann diese Panels wohl auch mit 2 Schrauben an die Wand schrauben, falls man es nicht mit diesen Klebepads machen will, falls man es irgendwo fest installiert. Dann geht es mit diesem Clip fest dran. Mit sanfter Gewalt anscheinend wieder. Zack, bis es einrastet. Also insgesamt sind in diesem Starter-Set 9 solche Panels mit dabei. Die Dreieckpaneele wiegen jeweils knapp 150 Gramm. Sie haben laut Datenblatt eine Lichtleistung von 80 Lumen bei einer Leistungsaufnahme von jeweils 1,5 Watt. Zunächst zeige ich jetzt einmal auf dem Kopf liegend den prinzipiellen Zusammenbau des Nanoleaf Shapes Systems. Zur elektrischen Verbindung benötigt man diese Linker als Verbindungsstücke. Sie sind 40 mm lang und 17,5 mm breit. 10 Stück gehören zum Lieferumfang und sie sind hier elektrisch mit Federkontakten miteinander verbunden. Der mittlere geht natürlich durch und die beiden äußeren sind jeweils diagonal elektrisch miteinander verbunden. Das Ganze ist auch verpolungssicher. Man kann diese Verbinder, diese Linker hier einklicken, fest einrastend, und man kann sie nicht verkehrt rum einlasten, weil das eben elektrisch nicht richtig verbunden wäre. Die nächste Einheit kann man dann hier anschließen, zusammenstecken, versetzt. Es wäre aber auch möglich, dass man sie beispielsweise so verbindet. Allerdings soll man immer darauf achten, dass immer nur ein elektrischer Kontakt dranhängt. Also nicht beide gleichzeitig, sondern immer nur einer und eine durchgehende Kette. Und auf diese Art und Weise kann man diese Lichtpaneele beliebig verbinden. Dann wird noch diese Controller-Einheit irgendwo angeschlossen an einen beliebigen Platz, je nachdem, wo man sie haben will. Und auch das Steckernetzteil kann man beliebig anstecken. Das hat ein 2,4 Meter langes Kabel. Man hat also eine sehr hohe Bewegungsfreiheit. Und man kann es an einen beliebigen Platz innerhalb des Systems, wo es am besten an die Wand passt, anschließen. Also hier beispielsweise. Das mitgelieferte Steckernetzteil bietet eine Ausgangsleistung von 1 Ampere bei 42 Volt. Das sind 42 Watt. Jedes Dreieckspanel braucht etwa 1,5 Watt. Das müsste also für 28 LED-Paneele mit einem Netzteil reichen. Ob es tatsächlich reicht, werden wir nachher mal nachmessen. Die Montage erfolgt natürlich nicht auf dem Kopf liegend, weil man das sonst an der Wand schlecht handeln kann. Im Normalfall muss man hier diesen Klebepad anbringen an diese Montageplatte, dann die Platte mit dem LED-Panel an die Wand kleben und hier 30 Sekunden lang mit der Faust wischen und das dann fixieren. Was natürlich jetzt noch keinen Sinn macht, ich weiß ja noch gar nicht, wo ich meine Paneele alle unterbringen will. Ich werde die jetzt mal provisorisch zusammenstecken, aber auch so, wie man es normalerweise machen würde. Also hier mal einen der Linker dran als Verbindungsstück für das nächste Panel. Dann hier auch nochmal einen dran. Dann an der Unterseite einen für den Controller. Und dann werden wir das Ganze hier mal als erste Einheit anstecken, den Controller hier dran klipsen. Und dann geht es hier weiter mit dem nächsten Panel. Das wird dann hier vielleicht verlängert nach oben.
Und hier steckt man jetzt mal das Netzteil unten an, damit das hier auch nicht mehr weiter im Weg ist. Dann geht es hier schon weiter mit dem nächsten. Ich versetze das jetzt mal ein wenig im Dreieck etwas versetzt. Man kann es ja hier in diesen 11,5 cm Rasterschritten versetzt montieren. Dann kommt hier mal das nächste Panel dran und oben drüber nochmal ein weiteres. Dann nochmal eines nach oben, als Abschluss jetzt beispielsweise mal. Und dann geht es hier weiter mit dem nächsten. Und hier rüber gehen wir jetzt mal rüber in die Richtung weiter. Und dann kommt schon der letzte Linker als Anschluss. Ich gehe jetzt hier nochmal nach oben, um das mal so in Betrieb zu nehmen. Und schließlich oben dann das letzte Dreieck. Das war's. Jetzt stecken wir das erste Mal ans Stromnetz an und schauen, was passiert. Man sieht hier, die Controllereinheit hat kurz geblinkt. Aber ansonsten passiert jetzt noch gar nichts. Doch, jetzt leuchten 5 LEDs. Das ist anscheinend dann ein Bootvorgang. Dauert doch eine Zeit lang. Ob man hier einschalten kann direkt? Nein, anscheinend nicht. Man muss anscheinend warten, bis es soweit ist. Jetzt hat es ganz kurz geleuchtet. Und jetzt müsste es, jetzt leuchtet es schön in den Farben. Und jetzt können wir das mal anschauen, wie das hier abläuft. Ich habe jetzt noch diese Folie entfernt und die Synchronisation der Kamera ein wenig nachgestellt, damit die vorher sichtbaren Streifeneffekte in den Panels weg sind. Und ich zeige jetzt mal noch detaillierter die Bedienelemente dieses Controllers. Der Controller hat hier ein Sensorfeld mit 6 Tasten. Das ist die Ein-Aus-Taste. Dann kann man hier die Lichtszenen wechseln, die man speichern kann oder die teilweise schon ab Werk vorgespeichert sind. Dann gibt es hier einen Zufallsmodus, bei dem man zufällig ein Pattern einschalten kann oder zum vorherigen wechseln kann. Außerdem kann man hier Helligkeit erhöhen und absenken. Dann gibt es hier den Rhythm-Modus, mit dem man dann Beats erkennen kann oder eben Geräusche. Der hat ein eingebautes Mikrofon. 1, 2, 3. Man sieht, dass hier dieser Rhythm-Modus tatsächlich dann in Abhängigkeit von der Lautstärke ist, die hier mit dem Mikrofon aufgefangen wird. Ich schalte jetzt mal einen anderen Rhythm-Modus ein. 1, 2, 3. Und noch einen. Sind sehr verschiedene und man kann die auch individuell umprogrammieren. Auch das zeige ich dann später mal, vielleicht bei der App. Und hier jetzt wechsle ich nochmal die Lichtszenen. Dann sieht man hier schön, dass das berührempfindlich ist, dass jedes Panel irgendwie auch einen Touch hat. Auf den gehe ich später nochmal ein. Man sieht hier auch, dass es jetzt eben leuchtet in der Szene. Und ich kann jetzt mal umschalten auf Weißmodi. Man kann hier auf die beiden Tasten gleichzeitig drücken. Dann schaltet er um auf den Warmweißmodus oder auf den Neutralweißmodus oder auf den Kaltweißmodus. Die kann man dann umschalten. Ich zeige auch später, dass man die noch justieren kann. Und jetzt zeige ich hier nochmal die Helligkeit, die man in mehreren Stufen verstellen kann. Kommen wir zur Bedienung der Nanoleafs per App. Es gibt für die Nanoleafs sowohl eine Android-App als auch eine App für die Apple-Smartphones und Apple-Tablets. Und ich zeige das jetzt hier ganz einfach mal an einem Android-Tablet mit einer Android-Version 7.0. Ich
bin hier im App Store und suche jetzt hier im App Store nach Nanoleaf. Dann kann man die Nanoleaf App hier schon mal installieren. Das sind ungefähr 22 Megabyte, also eine relativ kompakte App. Und jetzt ist sie installiert und wir können sie gleich öffnen. Es geht anscheinend nur im Hochformat. Jetzt kommt die Frage, ob man das nur ausprobieren will, mal anschauen will oder ob man tatsächlich ein Set hat. Ich habe hier ein Set und ich will jetzt ein Konto erstellen. Ich kann das entweder mit Google machen oder mit Facebook mich anmelden. Ich erstelle jetzt direkt ein Konto, gebe jetzt hier mal meinen Namen ein. Und definiere jetzt einfach mal einen Benutzernamen, dann meine E-Mail-Adresse, dann generiere ich noch ein Passwort und dann akzeptiere ich noch die Nutzungsbedingungen. Ich habe hier den Benutzernamen zu lang gemacht, mehr als 15 Zeichen, der muss also jetzt kürzer werden. Jetzt müsste es reichen. Jetzt möchte ich ein Nanoleaf Shapes Gerät zufügen und ich möchte das jetzt hier koppeln. Die Steuereinheit ist bereit. Er fragt eben danach, ob die Steuereinheit zur Verfügung steht. Und ich will jetzt mit der Koppelung starten. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auf der Rückseite dieses Controllers einen QR-Code. Den gibt es auch auf dem Netzteil nochmal mit aufgedrückt. Oder auf dieser mitgelieferten kleinen Anleitung, auf diesem Blatt, ist auch der QR-Code enthalten. Oder man kann es auf NFC-Basis koppeln, wenn es verfügbar ist. Allerdings ist bei den Nanoleaf Shapes das nicht verfügbar. Oder man kann mit einer manuellen Eingabe es koppeln. Und ich will dann jetzt auch zulassen, dass das Nanoleaf auf den Standort zugreifen kann. Und ich starte jetzt mit den Einstellungen. Ich muss dann jetzt hier den Standort einschalten. Die Standortfreigabe natürlich. Jetzt zeigt er hier, dass er hier ein Nanoleaf Shapes entdeckt hat. Das möchte ich jetzt hier mit meinem WLAN koppeln. Das sage ich jetzt weiter. Ich muss jetzt dann mein WLAN-Passwort eingeben. Und dann bin ich jetzt fertig. Jetzt verbindet er mit dem Nanoleaf-Gerät. Und jetzt will er den Pairing-Code, der auf dem Netzteil oder auf der Rückseite des Controllers eingegeben ist oder eben hier in dieser kleinen Bedienungsanleitung, und den tippe ich jetzt ab. Und dann kann ich das Nanoleaf-Gerät auch umbenennen. Kann jetzt hier vielleicht sagen Peter Büro. Und das wäre es jetzt. Und jetzt sieht man schon, dass das Tablet den Nanoleaf hier anzeigt, dass die App den anzeigt, so wie ich ihn tatsächlich zusammengebaut habe. Das erkennt anscheinend dann komplett selbsttätig, wie die Module zusammengestellt sind, und man muss es jetzt einfach entsprechend zurechtdrehen. Und bestätigen. Jetzt ist das Nanoleaf-Gerät komplett gekoppelt und fertig. Und ich kann jetzt hier die Wohnung hinzufügen, wo sich das befindet, einen Raum hinzufügen. Ich sage jetzt hier, dass ich dieses Gerät ins Büro schiebe und dann ist es hier erreichbar. Und jetzt kann ich es hier bedienen. Kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte auf Daylight gehen oder auf Beat Drop. Das ist jetzt mit akustischer Erkennung, mit Mikrofonerkennung. Verschiedene mehr auswählen. Morning Sky. Ein Prismenverlauf.
der auch dann rhythmisch abhängig ist. Alles, was hier das Musiksymbol zeigt, erkennt dann auf Sprache und Rhythmus übers Mikrofon. Und dann haben wir hier die einfarbigen Modi. Da kann ich hier in dem Kreis einstellen, welche Farbe ich haben will. Ich kann hier die Helligkeit ändern. Und dann gibt es noch Farbtemperatur für Weiß. Da kann man dann unterschiedliche, sieht man hier 2372 Kelvin. Dann kommen wir hier in Richtung Kaltweiß. 6486 ist anscheinend das Maximum, das man einstellen kann. Und auch hier die Helligkeit. Und beim Warmweiß haben wir hier knapp 2200 Kelvin als Farbtemperatur. Und auch hier Mischfarben oder Mischweiß in dem Falle. Das kann ich dann auch abspeichern. Und kann das jetzt als eigenes Weiß nennen. Und schon ist das jetzt ein eigenes Weiß, das ich gespeichert habe. Und jetzt gehe ich auf dieses eigene Weiß. Und so läuft das ab. Inzwischen habe ich die Nanoleaf App auch noch auf einem Smartphone installiert, und zwar ebenfalls mit einem Android 7.0 Betriebssystem, also auch etwas älter. Und ich kann hier natürlich auch wieder alles Mögliche umschalten auf Tageslicht oder auf verschiedene Funktionen, die ich eben haben will. Aber was ich jetzt hier erstmal zeigen werde, sind die weiteren Einstellmöglichkeiten, die man mit den Nanoleafs hat. Das ist relativ interessant. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass die Panels jeweils auf Berührung reagieren können. Man sieht hier momentan nur, dass dann eine Farbe angeht, weil momentan noch nichts zugeordnet ist. Aber hier im Display sieht man schon, dass es hier Möglichkeiten gibt für berührungsempfindliche Gesten. Man kann einen Doppeltap definieren, nach oben unten wischen, nach links wischen, nach rechts wischen. Und das mache ich jetzt hier mal. Ich sage jetzt hier mal für den Doppeltap einfach ein ausschalten, um das Panel eben dann einzuschalten und auszuschalten, wenn man zweimal drauf tippt. Das müsste jetzt schon passieren, ist auch schon programmiert. Und ich schalte es jetzt wieder ein. Dann kann ich sagen, ich möchte nach oben wischen. Da ist das naheliegende, das Display heller machen. Und im anderen Falle nach unten wischen, die Helligkeit senken. Und dann, wenn wir nach links wischen, wollen wir dann vielleicht die vorherige Farbszene wählen. Und wenn wir nach rechts wischen, wollen wir die nächste Farbszene wählen. Und hier sieht man, was man alles einstellen kann. Vorherige Rhythmszene geht, nächste Rhythmszene, nächste zufällige Szene. Also man hat hier doch relativ viele Möglichkeiten, wie man auch interaktiv dann am Panel an der Wand reagieren kann. Und ich habe das jetzt hier eingestellt und jetzt sehen wir mal hier, ob es funktioniert. Ich mache es jetzt dunkler und jetzt auch heller. Jetzt gehe ich auf die nächste Farbszene und wieder die vorherige. Es reagieren also immer zwei Panels übereinander oder zwei Panels nebeneinander mit den entsprechenden Gesten zur Programmierung. Dann zeige ich jetzt hier noch weitere Möglichkeiten. Es gibt eine automatische Helligkeitsfunktion in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit. Dann kann man Szenenübergänge programmieren. Ein sehr interessantes Feature ist noch die Farbkalibrierung, weil die Panels ab Werk mit Sicherheit manchmal exemplarische Streuungen haben werden. Und ich kann jetzt hier in dieses Auswahlmenü gehen, kann dann sagen, welches Panel nicht stimmt. Jetzt beispielsweise sagen wir mal, das würde farblich nicht stimmen. Dann wähle ich das hier aus. Und dann kann ich hier die Farbwerte verschieben. Man sieht jetzt eben hier deutlich, dass das jetzt abweicht. Und dann kann man hier noch die Helligkeit erhöhen und senken, um sich es bei einem anderen Pegel anzusehen. Und jetzt haben wir hier mal bewusst diesen Farbwert bei Gelb ins Grüne verschoben. Dann gehen wir mal auf die nächste Voreinstellung, auf den Blauton. Auch wieder dieses Panel stelle ich jetzt mal bewusst deutlich falsch ein. Dann sieht man es hier auch schon mit der Kamera, dass es sich jetzt geändert hat. Dann noch die dritte, bei Grün kann ich dann auch wieder dieses Panel einstellen. Dann gehen wir jetzt hier noch auf die letzte, um es zu kontrollieren, wie sich es bei den einzelnen Farben auswirkt.
Und jetzt sieht man natürlich hier, dass das alles hinten und vorn nicht stimmt, weil ich es ja komplett falsch justiert habe. Und das ist jetzt hier eben mal die Voreinstellung. Und die ganze Kalibrierung setze ich jetzt wieder zurück, damit das dann alles wieder in der Standardeinstellung ist. Und das ist jetzt hier der Fall. Dann noch eine weitere interessante Funktion, das ist die Zeitprogrammierung. Man kann eine Zeitschaltuhr definieren, Zeitschaltpläne. Ich kann jetzt hier beispielsweise mal sagen, ich kann das jetzt benennen, ich sage, das ist jetzt hier der Test Nummer 1 und sage, ich möchte um 13:25 Uhr, dann 25 ein bestimmtes Programm schalten. Ich kann da sagen, welcher Wochentag oder alle Wochentage oder nur einmalig. Ich wähle jetzt das Gerät, das gewählt werden soll, weil ich es ja mit verschiedenen Panels ausführen kann. Dann habe ich das Büro ausgewählt und dann kann ich sagen, was ich im Büro machen möchte. Ich möchte jetzt den Aquarium-Modus aktivieren um 13:25 Uhr und das wäre dann schon mal gespeichert. Dann gehe ich in eine weitere Zeitprogrammierung. Ich möchte jetzt um 13:26 Uhr beispielsweise und sage, ich möchte dann hier das Büro auswählen und möchte dann im Büro in dem Falle auf den Blaze-Modus umschalten. Und speichere das dann wieder als Aktion. Vielleicht geht es ohne Name, ich speichere es jetzt mal. Und jetzt sieht man, 13:25 Uhr wird jetzt der Aquarium-Modus aktiviert. So, das war's mit dem ersten Teil meines Unboxings der Nanoleaf Shapes. Im hier jetzt erscheinenden Vorschaufenster gibt es den Link zum zweiten Teil, in dem ich noch auf die Themen Stromverbrauch, Desktop-PC-App mit Screen Mirror-Funktion, Verbindung mit einem Smart Home System und Erweiterung meiner Lichtskulptur mit Mini-Dreiecken und Sechsecken eingehen werde. Würde mich freuen, wenn Sie vorbeischauen.